Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Man sieht, unsere Nächte werden länger, die Augen sind klein, wenn wir in solche Helligkeit rauskommen. Wir wollen im November die Hafen City und die Elbphilharmonie fertig haben und deswegen ist es Zeit, mal wieder so einen kleinen Schnitt zu machen, wie weit sind wir eigentlich. Und wir werden einen kleinen Spaziergang durch die Hafen City machen und am Ende wieder in die Elbphilharmonie gehen, um zu zeigen, wie weit sind wir, wie weit ist die echte Elbphilharmonie, was für Details haben wir schon fertig, wo wurde gestrichen, wo wurde es vielleicht sogar schöner als das Original gemacht. Da werden Sven und Stefan uns gleich eine Menge drüber erzählen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. An dieser Stelle stehen wir super, um den sogenannten Dorschernen goldenen Schnitt zu erklären. Nämlich wir müssen hier und da was streichen, da mal ein Haus wegnehmen, weil der Platz reicht ja nie aus. Und am Ende soll die Hafen City A realistisch, aber B auch super interessant aussehen. Und da habt ihr eine Menge gestrichen, geschnitten, verkleinert, vergrößert. Das könnt ihr uns aber besser erklären als ich. Ja, und zwar, wenn man jetzt mal hier von vorne guckt, rechte Seite, die Klappbrücke haben wir. Das HTC 74 bis 77 ist ein ganzes Stück eingekürzt. Dann haben wir das nächste Gebäude gestrichen, das übernächste gestrichen. Dann das H2O mit dem China Shipping ist getauscht. Das dazwischenliegende ist komplett gestrichen und dann ist auch schon bei uns Anlagenkante. Da hatten wir wieder die Schwierigkeit mit den Geschosshöhen, weil unsere Figuren 1:87 sind und die Gebäude sind alle auf einem Grundriss von 1:120. Und damit es wieder nicht aussieht wie ein Turm oder gestreckt oder irgendwie merkwürdig, sondern von den Proportionen passt, war das wieder die Herausforderung, die Gebäude so hin und her zu stauchen und anzupassen, dass eben die Figuren auf diesen kleinen Grundriss von 1:120 passen, obwohl sie 1:87 sind. Ja, es hört sich jetzt brutal an, was wir alles rausgestrichen haben, aber der Weg war weit. Es waren viele Gedanken, die wir aufgewendet haben. Wie sieht die Hafen City am Ende für den Besucher realistisch aus? Sprich, welche Häuser streichen wir? Welche Häuser sind sich zu ähnlich, sodass es das eins reicht? Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Proportion. Wir Menschen gucken uns Häuser von unten an, der Besucher im Wunderland von oben. Deswegen müssen die Häuser kleiner gemacht werden, damit es am Ende genau realistisch wirkt. Passend zur Vielseitigkeit der Hafen City haben wir heute für den Dreh auch vielseitiges Wetter gewählt. Es regnet. Auf jeden Fall werden wir am Ende so 2-3 Minuten zusammenfassen, schön mit Musik hinterlegt. Realität, unser Nachtbau. Und da kommen auch solche Wände vor, denn solche Wände sehen vielleicht gar nicht so kompliziert aus, aber der Weg ist weit. Auch hier, das kannst du mir besser erklären. Jo, mache ich. Und zwar sieht man hier hinter uns die bei uns sogenannte Fischwand. Und zwar haben wir uns überlegt, wie kriegen wir diese Fische halt so hin, dass sie aussehen wie im Original. Und zuerst wollten wir eine Sprühschablone machen und das Ganze mit Airbrush draufsprühen. Aber dann hat Tina die Idee gehabt, man könnte auch einfach Kfz-Spachtel nehmen und in die Sprühschablone auftragen oder reinschmieren, sodass die Fische nachher von der Wand abstehen, also erhaben sind. Und dann wurden halt diese gespachtelten Fische nachher nochmal mit Airbrush versehen, dass das Ganze möglichst realitätsnah aussieht. Man sieht hier auch wieder diese Hafen City-typischen Geländer, die wir hier überall haben. Und wir am Flughafen auch, sind die Geländer bei uns auch eine große Herausforderung. Sie müssen in jedem Einzelteil gebaut werden, dann zusammengebaut werden. Es ist eine Friemelarbeit hoch 3, aber am Ende freuen wir uns immer alle, weil so ein Geländer ist halt auch ein hoher Wiedererkennungswert. Genauso wie die Terrassen, die du zurechtschneiden durftest, weil wir sie unbedingt haben wollten. Ja, das sieht man hier sehr schön. Bei uns haben wir ja nicht so viel Höhenversprung wie in der wirklichen Hafen City, aber diese Terrassen haben wir auch dargestellt. Also mit diesen Stufen, wo man sitzen kann und diesen Pflanzinseln mit den Bäumen, die oval oder ellipsenförmig sind. Und ja, in diesem Bereich findet man sehr viele Details, auch diese Sitzmöglichkeiten oder auch die verschiedene Pflasterung. Das haben wir alles versucht darzustellen, dass man halt möglichst viel reinbekommt, was auch wirklich in der Realität vorhanden ist. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, damit wir mal in die echte Elbphilharmonie schauen, wie weit die denn sind. Ich weiß, wir sind im Endspurt, gibt noch viel zu tun, aber ich glaube, die haben noch mehr zu tun. Schauen wir mal nach. So, jetzt stehen wir vor den Heiligen Hallen. Ich bin ganz gespannt. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Was interessiert dich am meisten? Also uns hat ja am meisten Probleme bereitet, die Fassade zu öffnen und zu schließen. Jetzt möchte ich mal sehen, wie die Gelenke in groß aussehen. Alles klar, unser Öffnungsmechanismus, damit man den Konzertsaal sieht. Mal gucken, wie die das hier gelöst haben. Ja, hier stehen wir an der ersten Stelle, die definitiv bei uns weiter ist. Denn die Rolltreppe ist bei uns fertig, sie ist sogar schon fertig beleuchtet. Aber anhand so eines kleinen Details wie der Rolltreppe können wir mal erklären, wie weit eigentlich die Arbeitsschritte sind, um sowas hinzubekommen. Denn wir haben ja auch da wieder den Anspruch gehabt, dass wir ein bisschen was verändern mussten, um es unseren Begebenheiten anzupassen. Weil hier war auch wieder die ganze Skalierung das Problem, weil wir einen kleineren Grundriss haben, eine andere Höhe, aber unsere Figuren sollen sich natürlich nicht den Oberkörper abtrennen, wenn sie die Rolltreppe hochfahren.
die Rolltreppe ist nicht wie jede Rolltreppe einfach gerade, sondern gebogen. Das heißt, wir mussten eine Kurve skalieren, genauso wie die Tube. Und da sind wir eigentlich recht gut nachher, als wir die ersten Skalierungsprobleme bewältigt hatten, vorangekommen und haben die dann Stück für Stück halt aufgebaut, noch ein paar kleine Details versteckt und wir hatten natürlich den großen Vorteil, wir haben unsere Tube nicht gespachtelt, sondern mit Folie ausgelegt. Das heißt, da haben wir schon gleich den Spannungsrissen vorgebeugt. Und wenn man auch bei uns hochfährt, wird man nachher dieses wunderschöne Panorama sehen können. So, passend dafür, dass wir auf dem Dach der Elbphilharmonie stehen, ist die Sonne jetzt auch rausgekommen. Und man sieht hier auch doch gewaltige Fortschritte. Also ich dachte, dass wir da viel, viel weiter sind als das Original. Aber sie sind uns dicht auf den Fersen, würde ich mal sagen. Aber die Entstehung des Daches war ja auch ein weiter, weiter Weg. Und da bin ich gespannt wieder auf deine schöne Geschichte. Ja, das versuche ich mal. Also zuerst dachten wir, mit unserem Dach sind wir wesentlich schneller, weil es kleiner und einfacher ist. Aber irgendwann kamen wir auf die Idee, ein Pappsteckmodell zu machen, über das wir dann ein Formvlies spannen können, um es mit GFK abzuformen, das Dach. Und nachdem es fertig war, fing die Arbeit auch richtig an. Das heißt, jetzt musste man schleifen, spachteln, schleifen, spachteln. Dann haben wir einmal zwischenlackiert, um zu gucken, gefiel immer noch nicht. Das heißt, die Farbe wieder abmachen, wieder schleifen, wieder spachteln und jetzt anpassen. Und wenn ich mir das so angucke, also vielleicht werden wir ganz knapp vor denen noch fertig mit dem Dach. Ja, da würde ich sagen, suchen wir als nächstes mal die Öffnung, also wo die Fassade hier vorne aufgeht, damit man von draußen auch den Konzertsaal sehen kann. Das muss doch ja auch irgendwo versteckt sein, ne? Da ist sie. Das erinnere ich noch. Das ist die Säule. Und von hier aus müssen wir 8 Schritte. So, das heißt, hier muss das Aluprofil irgendwo sein. Wo ist das? Das haben die 2 Stockwerke tiefer, meinst du? Okay, das haben die hier irgendwie vergessen. Also das heißt, mit vorne in Elbphilharmonie öffnen, auf Knopfdruck wird hier nichts, wenn die sich nicht beeilen. Ne? Also die Fassadentrennung, also diese Fuge haben sie ja schon, aber dann müsste hier doch auch ein Schnitt sein, oder? Da wird bestimmt einer kommen. Also hier angezeichnet ist es schon, aber im Beton sehe ich noch nichts. Aber es muss auch 2 Stockwerke tiefer sein. Aber ich glaube, da werden wir auch nichts sehen. Wir gucken jetzt trotzdem mal nach, aber ich glaube, da sind wir weiter. Wow, irrer Ausblick, aber ich sehe auch keinen Schnitt für einen Öffnungsmechanismus. Ich würde mal sagen, den haben die weggelassen und damit haben wir ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal bei uns. Insgesamt toller Tag hier auf der Baustelle. Es ist immer wieder faszinierend, dass man so etwas planen kann und vor allen Dingen auch umsetzen kann und wie viele Detaillösungen man hier sieht, wo man sich wirklich sagt, ich hätte das im Vorwege vergessen. Aber es hat zwar auch etwas länger gedauert, aber das Ergebnis wird faszinierend hier und ich hoffe auch unsere Hafen City wird ähnlich faszinieren. Da werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder von berichten, wobei so viele sind es nicht mehr. Wir wollen im November fertig sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!